Im heutigen Video testen wir die Schweizer Airline Helvetic Airways. Wir fliegen von Hannover nach Zürich. Wir schauen uns vorher die Lounge an, fliegen dann in der Business Class nach Zürich und wir schauen uns auch währenddessen den Service an Bord an. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade am Flughafen in Hannover und ich möchte mit euch heute Helvetic Airways testen. Wir fliegen wie gewohnt in der Business Class und ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss jetzt schnell meinen Koffer abgeben, weil ich nämlich bei der Sicherheitskontrolle ein Zeitfenster habe und das ist nur noch 10 Minuten offen. Deswegen erstmal ab zum Check-in, alles andere erzähle ich euch gleich. Und so sieht es hier aus. Bei Corendon ist richtig was los. Wir wollen aber zu Lufthansa. Boah, was ist denn hier los? Das ist ja alles voll. Heftig. Ich dachte, ich fliege extra mal mittags, damit es leer ist. Aber nein, es ist super voll. Und da ist es. HAJ-Way oder Highway genannt. Da gehen wir gleich hin. Da hinten ist Lufthansa Business Class Check-in. Da geben wir unseren Koffer ab. Koffer abgeben ging super schnell. Und jetzt auf zum HAJ-Way oder Highway. Mein Zeitfenster ist nämlich schon offen. Da ist es. Highway. Da sind die Zeitfenster. 13 bis 13:15 Uhr. Das bin ich. Und jetzt legen wir einfach das Ticket da drauf. Tada! Die Sicherheitskontrolle habe ich nun hinter mir. Ja, das ist der Nachteil am Flughafen Hannover. Es gibt keine Fastlane für Business-Class-Kunden und auch nicht für First-Class-Kunden. Ihr müsst tatsächlich euch sicherheitshalber ein HAJ-Way oder Highway-Zeitfenster buchen. Aber jetzt kann der schöne Teil beginnen. Freuen wir uns auf den Flug und vorher gehen wir in die Lounge. Hier ist noch ein Duty-Free-Bereich. Viel, viel Parfüm. Hier kann man noch gut Geld ausgeben. Ob es wirklich günstiger ist, weiß ich nicht. Ist alles voll hier. Ich habe unser Abfluggate schon gefunden. Da ist es. Swiss LX817. Unser Flug läuft über Swiss, wird aber von Helvetic Airways ausgeführt. Helvetic Airways kenne ich bisher noch nicht. Witzigerweise kommt Helvetic Airways auch aus der Schweiz, nämlich aus dem Ort Kloten. Das ist der Ort, wo der Flughafen Zürich liegt, wo wir jetzt gleich hinfliegen. Und wir fliegen ja heute Business Class und schauen uns bei Helvetic Airways die Business Class an, mit welchen Flugzeugen die fliegen und wie der Service an Bord ist. Jetzt gehen wir erstmal in die Lufthansa Lounge, weil Lufthansa und Swiss gehören ja zusammen zur Star Alliance. Und da lassen wir es uns jetzt gut gehen. Da müssen wir hoch, da ist die Lounge. Da ist auch das Schild für die Lounge. Treppe geschafft. Einmal rechts rum. Da ist die Lufthansa Lounge. Hinein mit uns. Erkunden wir die Lounge. Oh, es scheint Oktoberfest zu sein. Hier ist ein Arbeitsbereich und mein Lieblingsplatz ist auch frei. Hier, da ist er. Da sitze ich am liebsten und genieße den Ausblick. Machen wir einen kleinen Rundgang. Hohe Tische. Hier gibt es Kaffee und die guten Kekse. Hier gibt es warmes Essen. Wow, cool. Da gibt es schon den Schnaps. Den kann ich euch empfehlen. Noch mehr Schnaps. Pudding, kleine Salate, Soßen, Cremes. Aha, Oktoberfest. Was möchte uns das Oktoberfest sagen? Hier, Ramborn Cider. Oh, ich glaube, den probiere ich, den kenne ich noch nicht. Cider mag ich gerne. Hier gibt es noch Sparkling Wine, alkoholfreie Getränke. Noch ein paar Früchte. Und eine gemütliche Sitzecke. Kann man schon aushalten hier. Ich weiß leider nicht, aus welchem Glas man Cider trinkt. Aber ich habe einfach dieses Glas genommen mit Lufthansa-Logo drauf. Prosit.
auf ein schönes Warten. Oh, das ist erfrischend. Und so sehen die Sitze im Detail aus. Steckdose gibt es auch. Also hier kann man in Ruhe seine Geräte laden. Und das ist mein Ausblick. In Kürze sollte hier ein Helvetic Airways Flugzeug landen. Ich verfolge gerade unser Flugzeug. Da ist er. LX816 Helvetic Airways. Und dieses Flugzeug landet gleich da. Soll aber ein bisschen Verspätung haben. 5 Minuten Verspätung. Es ist eine Embraer E190 und ist 16 Jahre alt. Seien wir gespannt, was uns im Flugzeug erwartet. Ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee. Ich trinke gern Espresso. Ist gut. Und dazu gibt es einen Cookie. Super lecker. Selbst auf diesem kurzen Flug von Hannover nach Zürich, der ein bisschen länger als eine Stunde dauert, gibt es bei Swiss bzw. bei Helvetic Airways sogar ein kleines Mittagessen. Ich zeige euch das mal. Ich habe das hier vorbestellt. Es gibt noch echt zahlreiche andere Gerichte, die ihr bestellen könnt. Die kommen gleich. Ja, seien wir doch gespannt, wie das Foto im Original aussieht im Flugzeug. Flightradar 24 ist ziemlich genau. Da hinten kommt er. Na, sehen wir ihn? Da ganz hinten. Er landet gerade, unser Flugzeug. Da hinten ist er. Gerade ist er noch LX816 und sobald er angedockt hat, wird er zu unserem Flug LX817. Die Passagiere aus LX816 sind mittlerweile ausgestiegen. Jetzt geht bestimmt das Boarding los. Auf zu Gate 4. Hier waren wir vorhin schon und gleich geht's rein. Der Flug soll komplett ausgebucht sein und man wurde aufgefordert, bitte großes Handgepäck extra nochmal einzuchecken, aber kostenlos. Hier kommt noch ein kleiner Überblick über unsere heutige Flugroute. Wir starten an meinem Lieblingsflughafen Hannover im Norden von Deutschland, fliegen dann einmal quer in Richtung Süden über Deutschland bis kurz vor die Alpen nach Zürich, der Hauptstadt der Schweiz. Da wird unser Flugzeug gerade beladen. Ich brauche Sitzplatz 4F. Den finde ich. Wie schön. Sitzplatz 4F gefunden. Das Boarding begann super pünktlich, wie geplant um 14:20 Uhr. Und hier sehen wir noch mal ein paar Details über unser Flugzeug. Es ist 16 Jahre alt und ein Embraer 190, wie bereits vorhin einmal kurz erwähnt. Hier sehen wir noch mal ein paar mehr Details über unseren Embraer E190. Er hat 112 Sitze und hat eine Ein-Klassen-Konfiguration. Das werden wir auch gleich feststellen, wenn wir den Beinfreiheit-Test machen. Jetzt kommt der Beinfreiheit-Test. Am Tisch vorbei und da kommen meine Beine und ihr seht, ja, hier hat man nicht extra Platz. Es ist wirklich sehr eng. Ich kann mich nicht lang machen. Schade. In Zürich muss wohl Hochwasser sein. Sieht fast so aus, als wenn hier Sandsäcke eingeladen werden. Ein Sack wiegt unglaubliche 25 Kilo. Da sind noch ein paar mehr Koffer. Boarding ist fertig und so sieht die Kabine aus. Wir haben eine 2+2 Bestuhlung. Bei 2+2 Bestuhlung ist es besonders toll. Da hat man nämlich den zweiten Platz frei. Also die Sitzbreite ist nicht wirklich gut. Wenn man einen Sitznachbarn hätte, würde man ihn höchstwahrscheinlich direkt berühren. Da ist mein Arm. Neben uns ist ein Austrian-Flieger und ein Lufthansa-Flugzeug. Mit Austrian sind wir auch schon mal geflogen, von Venedig nach Wien. Das kann ich euch ja mal verlinken, im Vergleich. Deren Business Class zur Business Class von Helvetic Airways. Wir sind ja noch an der Gangway und
Der Service fängt langsam an. Ein Wasser und ein Erfrischungstuch. Startposition erreicht. Wenn ich das richtig sehe, starten wir in Richtung Osten. Und los geht's. Das ging aber schnell. Oh nein, die Scheibe ist so dreckig. Es ist verschwommen. Naja, immerhin sehen wir das Triebwerk. Ah, jetzt habe ich eine saubere Stelle gefunden. Genießen wir noch ein bisschen Hannover von oben. Ist schon toll, in die Lüfte zu steigen. Und wir erreichen schon die Wolken. Hallo Wolken. Und Sonne haben wir auch. Aha, über den Wolken fängt die Sonne an. Achtung, jetzt bitte genau aufpassen. In diesem Flugzeug bei Helvetic Airways dürft ihr keine Powerbanks benutzen. Und es gibt auch keine Möglichkeit, eure Handys zu laden. Also bitte Handys vorher laden. Achtung, Ende. Unsere Flugzeit soll heute sogar nur 50 Minuten betragen. Und in Kürze müsste der Service losgehen. Ich bin nämlich sehr gespannt, ob ich mein vorbestelltes Essen bekomme. Oh, ich habe noch eine wichtige Info. Hier an Bord gibt es kein WLAN. Meistens gibt es ja bei Lufthansa oder Swiss Flynet, aber hier kein Internet. Wenn der Vorhang zu ist, wird das Essen vorbereitet. Also Champagner haben wir schon mal. Gleich müsste auch das Essen kommen. Das Essen wurde geliefert. Vergleichen wir Timbale von gezupftem Rindfleisch. Sieht genauso aus. Und ein Brötli gab es noch dazu. Und ich habe noch ein Glas Champagner und eine Cola. Prosit auf ein tolles Essen. Ja, so kann man es aushalten, ne? Und das auf nur einen Flug, der 50 Minuten dauert. Jetzt testen wir aber mal das Essen. Moment, vorher Hände waschen. Heute haben wir Swiss, weil Helvetic fliegt ja heute im Auftrag von Swiss. Schaut euch das an. Das schmeckt so unglaublich gut und das auf so einem kurzen Flug. Rote Beete ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich esse sie trotzdem auf. Das war eine tolle Mahlzeit. Besonders der Nachtisch war auch klasse. Ich sag einfach, es war eine Vanillecreme. Ich weiß nicht genau, was es war. Es war aber auf jeden Fall super lecker. Also was hier an Online-Entertainment oder WLAN fehlt, das wird einfach mit tollem Essen, guten Getränken und sehr freundlichen Cabin Crew wieder wettgemacht. Ich fühle mich sehr wohl. Und hier seht ihr noch,
welche Gerichte Swiss alle anbietet. Es waren sogar insgesamt 8 einzelne Gerichte. Oh, geht das aber schnell. Der Kapitän hat gerade gesagt, er beginnt schon mit dem Sinkflug. In nicht mal 20 Minuten sollen wir schon landen. Das ist aber flott. Schauen wir uns noch mal ein paar kleine Wolken von oben an. Und hier ist noch mal die Kabine. Alles sehr klein und durchaus eng. Gerade kam noch ein Gruß. Beste Schweizer Schokolade. Ich habe natürlich mehr als nur eine Tafel mitgenommen. Weil damit zu Hause anzukommen ist toll, da freut sich jeder drüber. Ich habe ein Geschenk bekommen. Das schauen wir uns mal an. Da eine Swiss-Tüte, ein Bier und super Swiss-Schokolade. Ich würde euch ja gerne den Landeanflug zeigen, aber das Licht, also die Sonne, steht so unglücklich, dass der ganze Schmutz hier auf der Scheibe so reflektiert, dass ich nicht fokussieren kann. Vielleicht machen wir ja noch mal eine kleine Kurve, sodass wir besseres Licht haben. Jetzt haben wir besseres Licht. Genießen wir die Landung. Ach, wir sind noch zu hoch. Ich melde mich gleich wieder. Tja, wir sind echt noch mal eine Kurve geflogen. Und wie ihr seht, sehen wir nichts. Wir sehen alles verschwommen. Wir sehen nur die schmutzige Scheibe. Naja, dann müsst ihr das jetzt so anschauen. Aha, das Finale können wir doch noch genießen, ohne dass das Bild verschwimmt. Hallo Triebwerk. Und hinunter mit uns. Wir sind übrigens perfekt pünktlich. Aber gleich gibt es noch eine Busfahrt zum Terminal 1. Letztes Mal, als ich nach Zürich geflogen bin, gab es einen eigenen Business-Class-Bus. Mal gucken, ob wir den heute auch bekommen. Boom! Wir sind sicher gelandet. Wunderbar. Nun müssen wir zu unserer Außenposition fahren. Na, wir sehen sogar noch einen Swiss-Flieger starten. Cool. Haha. Eingefangen. Super. Über diese mobilen Treppen steigt man hier in Zürich aus. Da kommt auch schon ein Bus. Bestimmt ist einer davon unserer. Und hinaus. Ha, wir haben einen eigenen Business-Class-Bus. Wie cool. Yeah, Business Class. Toll. Sieht gut aus. Switzerland, Switzerland. Und hinein. Transfer. Ach, ich hab doch Urlaub. Ich nehme die Rolltreppe und bin faul. Also ich bin schon mal super gut in Zürich angekommen.
Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Tolles Personal an Bord, super freundlich, tolles Essen, super pünktlich. Also besser geht's nicht, oder? Na ja, gut, man hätte mehr Beinfreiheit gebrauchen können, aber für die kurze Flugzeit ist das kein Problem, denke ich. Also, hat euch der Flug auch gefallen? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied. Dann kriegt ihr jedes Video maximal 2 Wochen, nachdem ich es aufgenommen habe. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.